Ich weiß, dass ich den Begriff, den Ort Ravensbrück sehr früh gehört habe. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass es ein schlimmer Ort in ihrem Leben war und dass es etwas mit dem Wort zu tun hatte, das ich oft gehört habe, nämlich das Wort Lager. Und Lager implizierte Auschwitz natürlich und Ravensbrück. Aber Ravensbrück spielte bei uns eine große Rolle durch die vielen Freundinnen und auch Freunde, die meine Mutter aus Ravensbrück kannte. Das waren die Kameradinnen, die in Leipzig, wo wir ja lebten, auch tätig waren und zu denen wir als Familie enge Bindungen hatten. Und es waren vor allem auch die französischen Kameradinnen, die Leipzig war Partnerstadt von Lyon, die immer dann, wenn sie zu den Befreiungsfeierlichkeiten nach Ravensbrück gekommen waren, auch schon in den Jahren vor der Eröffnung der Gedenkstätte in der DDR waren, dann immer vom Bürgermeister eingeladen wurden. Und meine Mutter wurde immer gebeten, dazuzukommen, da sie nach dem Krieg erst mal 2 Jahre in Paris gelebt hat und auch schon in Ravensbrück selbst sehr viel mit den Französinnen zusammen war, sprach sie sehr gut Französisch. Und deshalb war unser Haus immer voll mit französischen Kameradinnen und da war sehr oft von Ravensbrück, den Ravensbrückerinnen die Rede, ohne dass ich zu dieser Zeit viel verstanden habe davon. Dann hat sie vermutlich später angefangen, darüber zu sprechen, aber immer wirklich auch kindgerecht, kindgemäß. Sie hat von der Weihnachtsfeier erzählt, Weihnachten 44, die Häftlinge für die Kinder organisiert haben und sie hat uns die selbst gebastelten Geschenke gezeigt, kleine Krügelchen und einen kleinen roten Stern und Ähnliches, was heute im Archiv in Ravensbrück zu finden ist. So richtig habe ich Ravensbrück und dieses ganze furchtbare Elend für die Häftlinge erst mit ihr verbunden. Ich hatte natürlich vorher auch schon davon gehört, nachdem ich, das muss nach 1965 gewesen sein, die Ermittlungen von Peter Weiß im Radio gehört habe. Und da wurde mir das zum ersten Mal bewusst, was meine Mutter und die anderen Frauen und ja auch Männer in Ravensbrück erleiden mussten. Also ich verbinde mit dem Ort, mit der Gedenkstätte, die Hoffnung, dass sie weiterhin als Mahn- und Gedenkstätte erhalten bleibt, dort weiter so eine hervorragende pädagogische Arbeit geleistet wird. Zu den Befreiungsfeierlichkeiten und nicht nur dann viele Menschen nach Ravensbrück kommen und sich die Dauerausstellung, die diversen Einzelausstellungen anschauen und auch die Atmosphäre aufnehmen, die einen ja nicht loslässt, wenn man über das Lagergelände läuft und an dem See steht und sieht, in welch naher Entfernung die Stadt Fürstenberg ja auch in dieser Zeit, in der Tausende Menschen dort gelitten haben, ihrem normalen Leben nachging, soweit es im Krieg möglich war. Das hoffe ich, dass das erhalten bleibt und dass natürlich auch die neuen Möglichkeiten durch die Digitalisierung genutzt werden, aber dabei auch nicht das eine getan wird, ohne das andere zu lassen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Menschen da hinkommen und erfahren, wie das Leben in dieser Zeit für Menschen war, die inhaftiert waren, die aus so vielen Ländern Europas dahin getrieben wurden und die dort in großer Zahl ihr Leben gelassen haben.